Hallo, lieber Max, hallo, liebe Gemeinschaft der Interessierten an Schulkritik und vor allem an frei sich bilden. Ich bin Bertrand Stern, freischaffender Philosoph, beschäftige mich schon seit vielen Jahrzehnten mit diesen Aspekten und Fragen und freue mich, dass gerade der Tag der Bildungsfreiheit, der 15. September, der Anlass ist für ein solch, wie ich hoffe, konstruktives Gespräch sein wird. Genau, und du hast es schon gesagt, wir sprechen heute für den Tag der Bildungsfreiheit. Was bedeutet Bildungsfreiheit für dich? Naja, man könnte natürlich, wenn man bösartig ist, erstmal sagen, es ist eine Welt, in der es keine Bildung ist. So wie wenn man sagt, ein Raum ist rauchfrei oder Wasser ist giftfrei. Aber Bildungsfreiheit steht wahrscheinlich für was anderes. Und da ist es, denke ich, erforderlich zu klären, wofür diese Freiheit steht, was damit gemeint ist und was mit Bildung steht. Denn was so auf Anhieb so toll klingt, könnte ja auch ganz was anderes sein. Wir erleben ja in vielen Fällen eine Form von, naja, auf Englisch würde man entsprechend Orwells 1984 sagen, New Speech. Wir erleben also eine Vermehrung an Begrifflichkeiten, die schön klingen, um etwas anderes zu verheimlichen oder zu verdecken. Und es wäre höchst bedauerlich, wenn Bildungsfreiheit für etwas stünde, was es gerade nicht meint. Also kommen wir, so vermute ich mal, nicht umhin, diese zwei Begriffe abzuklopfen. Also der Tag nicht, aber die Bildung und die Freiheit. Die sind ja zwei Begriffe, die nicht selbstverständlich sind. Und ich hoffe, dass wir das mal im Laufe unseres Gesprächs auch angreifen oder aufgreifen und anpacken werden. Was bedeutet eigentlich Bildung? Ich bin da schon mal sehr skeptisch bei dem Wort Bildung, weil das Wort Bildung für mich so ist wie eine jede andere Ware auch. Also ein Ding, eine Sache, äh, die durch irgendetwas erworben werden kann, entweder gegen Geld oder gegen etwas Ähnliches, zumindest in unserer Lebensform, in der das Geld in der Form regiert. Und nicht nur regiert, sondern das Geld natürlich auch diskriminiert. Das heißt, ohne Geld in dieser bestehenden Welt konnten Menschen aus gewissen Prozessen ausgeschlossen, außen vor gelassen werden. So, jetzt ist die Frage, wenn nicht Bildung, was sonst? Wenn nicht Bildung, die für mich in vielen Fällen verballhornt wird zu Allgemeinbildung, und das ist dann meistens eine ziemlich bürgerliche Angelegenheit, sozusagen der Brockhaus in 20 Spenden nun im eigenen Kopf, so ungefähr. Wenn nicht Bildung, dann was sonst? Und deshalb kam ich darauf, eine Begrifflichkeit zu schaffen, die etwas anders konnotiert, also einen anderen Schwerpunkt, ein anderes Gewicht hat, nämlich den Begriff frei sich bilden, auf den ich natürlich nachher nochmal zurückkommen werde. Also bei dem Wort Bildung bin ich immer skeptisch, wer definiert diese Bildung? Welche Behörde maßt sich an, zu sagen, was unter Bildung zu verstehen ist und natürlich negativ gesehen, wem diese Bildung fehlt und infolgedessen wer deshalb diskriminiert werden kann. Das ist ein großes definitorisches Problem, diese Definition eben von Bildung. Für mich, wenn ich jetzt diese beiden Begriffe zusammennehme, eben jetzt wieder die Freiheit zu der Bildung bringe, dann ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, was du auch jetzt gerade gesagt hast, selbstbestimmt. Also diese Freiheit ist selbstbestimmt. Wenn ich jetzt eben diese selbstbestimmte Bildung, ist es das, was es braucht, damit sie frei ist? Das kann ich nicht so beantworten, weil selbstbestimmt und frei eigentlich dasselbe meint. Das heißt, jeder Mensch, der selbstbestimmt ist und jeder Mensch ist selbstbestimmt, immerzu. Ich umschreibe das, wenn ich sage, jeder Mensch ist ein Subjekt und bleibt es ein Leben lang. Jeder Mensch ist selbstbestimmt und es ist deshalb eine Selbstverständlichkeit, dass jeder Mensch das Recht hat und das Recht wahrnehmen sollte, frei sich zu bilden. Das ist so eine, ich wiederhole es, eine Selbstverständlichkeit wie das Atmen
oder vielleicht wie das Essen, wie das Sprechen und wie andere Eigenschaften menschlichen Daseins. Dass es in dieser Welt, in dieser materialistisch geprägten und vor allem pädagogisch infizierten Welt dermaßen versaubeutelt wurde, dass das frei sich bilden zu einer verschulten Angelegenheit wurde, bedeutet noch lange nicht, dass es nur diese Form des frei sich Bildens geben kann. Im Gegenteil, wir wissen aus guten und aus schlechten Erfahrungen an den Misserfolgen des schulischen Betriebs, dass viele Menschen trotz der Sackgassen dieses Systems, dieses schulischen Systems, immer noch, auch in Ländern, in denen es einen angeblichen Schulzwang gibt, dass diese Menschen trotzdem die Möglichkeit wahrnehmen, frei sich zu bilden. Also das ist ein Bestandteil menschlichen Daseins und kann ihm gar nicht erst abgesprochen werden. Jetzt stellt sich aber eine andere Frage an dieser Stelle, so sehe ich das, nämlich an welche Bedingungen ist das frei sich bilden gebunden? Aber dafür müsste ich vielleicht erst einmal erläutern, was ich mit dieser Vokabel meine, damit ich dann über die Bedingungen sprechen kann. Also ich darf erstmal erläutern, warum ich auf diese Begrifflichkeit des frei sich Bildens gekommen bin. Ich habe vorhin gesagt, Bildung ist eine Sache, eine Ware, ein Ding. Also etwas, was vermehrbar ist und entsprechend auch vorenthalten werden kann. Bilden ist hingegen ein Prozess. Also dieses Bilden ist nicht etwas, was zu einer Ware gemacht werden kann. Nun, dieses Bilden erfolgt allerdings nach meiner Auffassung, da bin ich nicht ganz alleine, erfolgt nicht, indem jemand da ist, der mich bildet oder den ich bilde, sondern indem der Mensch zunächst einmal sich selbst bildet. Also dieses rückbezügliche sich bilden. Bitte nicht missverstehen, dieses sich bilden ist nicht egozentrisch gemeint. Es geht natürlich nicht darum, den Menschen in seinem kleinen narzisstischen Ego zu stärken gegen ein Umfeld. Das wäre genauso blödsinnig wie zu sagen, der Mensch atmet immer nur seine eigene Luft. Das wäre ja tödlich. Das heißt, wir sind in einem ständigen Austausch mit unserem Umfeld, vor allem mit unserem kulturellen Umfeld, wozu beispielsweise auch das Sprechen gehört. Und infolgedessen ist es evident, dass das Sich-Bilden in der Rückbezüglichkeit, aber auch in der Selbstbestimmtheit, die damit impliziert ist, dass dieses immerzu eingebettet ist in ein Umfeld, in ein ökologisches, in ein kulturelles Umfeld, in das der Mensch, in das der Mensch hineinwächst. So, und die Qualität dieses Sich-Bildens ist eben das vorangesetzte Wort frei. Frei sich bilden als Kennzeichnen des Prozesses. Also nicht ein fremdbestimmtes Sich-Bilden, nicht ein oktroyiertes Sich-Bilden, sondern das, was tatsächlich frei ist. Nun ist es aber auf der anderen Seite so, wie ich vorhin gesagt habe, dass das Atmen selbstverständlich an eine Luft gebunden ist, die vorhanden sein muss, ist es natürlich auch so, dass diese Freiheit nicht verstanden werden soll als eine irgendwie geartete Beliebigkeit oder ein Freibrief für ich weiß nicht was, sondern selbstverständlich ist dieses Frei eingebettet in einen Kontext. Das ist ja gerade ein Merkmal des Menschen, dass diese Freiheit eben nicht herrschaftlich vereinnahmt werden kann. Soweit also zum frei sich bilden. Jetzt war natürlich vorhin die Frage, entschuldige, ich darf nochmal auf die ursprüngliche Überlegung zurückkommen, die Frage, an welche Bedingungen dieses frei sich bilden gebunden ist. Und wie ich vorhin erwähnte, gibt es also einen Kontext, ein Umfeld, in den oder in das der Mensch eingebettet ist, aber es gibt auch, wie ich das gerne sage, um den Begriff Staat außen vor zu lassen, der belastet ist, es gibt auch ein Gemeinwesen, eine öffentliche Hand.
Und dieses Gemeinwesen, diese öffentliche Hand hat die Aufgabe, den Menschen darin zu unterstützen, seine Fähigkeit, frei sich zu bilden, tatsächlich in Erfüllung zu bringen und da, wo jemand daran gehindert oder behindert wäre, dafür zu sorgen, dass diese Behinderung aufgelöst wird. Das ist, wenn ich so pathetisch sagen darf, die heilige Aufgabe der öffentlichen Hand, dieses zu gewährleisten. Und das wäre auf Deutschland bezogen die Umwandlung des Grundgesetzes Artikel 7 in ein Recht des Menschen, frei sich zu bilden. Das ist etwas ganz Grundlegendes. Darüber hinaus und schließlich hat natürlich die öffentliche Hand auch die infrastrukturellen Herausforderungen zu leisten, damit dieses gegeben ist. Ich bringe immer gern mein geliebtes Beispiel. Es ist ja klar, wenn wir von Medien, von Büchern ausgehen, dass es da Orte geben kann, an denen diese Bücher öffentlich zugänglich sind. Diese Orte nennen wir Büchereien oder Bibliotheken. Und das ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch jederzeit Zugang hat zu diesen Büchern und zu dieser Bücherei. Bei dieser Bücherei wirst du nicht gefragt, wer du bist, warum du kommst, ob du das Buch richtig gelesen hast. Du wirst nicht benotet, du wirst nicht bewertet, nicht abgewertet. Du wirst einfach respektiert als Subjekt. Eine letzte Bemerkung möchte ich noch zum Frei-sich-bilden sagen. Wenn ich sage, der Mensch ist von seiner Gattung her ein Wesen, dessen Dynamik sich ausdrückt oder widerspiegelt im Frei-sich-bilden, dann meine ich, dass dieses Frei-sich-bilden sein ganzes Leben stattfindet. Und zwar vom ersten Atemzug bis zu seinem letzten. Es gibt also an dieser Stelle keine Alterseingrenzung, Einweisung oder Zuweisung, keine Diskriminierung. Das frei sich bilden findet statt, weil jeder Mensch lebt und dieses Leben sich eben darin ausdrückt und auswirkt. Also wir müssen an dieser Stelle, weil das ja in unseren westlichen Zivilisationen mit Schule verwechselt wird, und Schule geht ja um junge Menschen, die zu Kindern gemacht werden und als solche bezeichnet werden, ist die Assoziation der meisten Menschen, wenn es um Bildung geht, dass es um Kinder gehen soll. Nein, nein, es geht eben nicht um die jungen Menschen, sondern es geht um Menschen vom ersten Atemzug bis zu ihrem letzten. Und das ist ganz wesentlich, denn Menschenrechte beziehen sich nie auf ein Alter. Gott sei Dank nicht. Nun ist es ja so, dass der Standard, eben wie du jetzt so schön gesagt hast, dass wir das miteinander verbinden. Bildung ist gleich Schule. Denkst du, dass in dem Kontext das frei sich bilden verhindert wird? Ja, in der Tat findet da eine Vergiftung statt, äh, die ich gerne verdeutlichen möchte, wenn an einem Beispiel oder an zwei Beispielen, die ich aus anderen Bereichen nehme. So wie die Gesundheit vergiftet wird, wenn die medizinische Ideologie einschreitet oder eingreift, und so wie die Mobilität des Menschen behindert wird, wenn die Ideologie des Verkehrs, und zwar des technisierten Verkehrs, eingreift, so wird auch die Fähigkeit des Menschen, das Bedürfnis des Menschen, frei sich zu bilden, vergiftet, unterwandert, unterspült, wenn schulische Ideologien, wenn schulische Maßstäbe, schulische Ziele, schulische Einflüsse oder gesagt Manipulationen auftreten. Deshalb sehe ich da, nein, nicht eine Unvereinbarkeit, weil es nicht so ist, dass es ein Entweder-Oder ist, sondern es ist ein Oben oder Unten. In der Tiefe, in den Wurzeln meines Wesens ist das frei sich bilden, und darüber findet eine Lähmung, eine Vergiftung statt. Und die Herausforderung, um die es mir geht, ist ja gerade das Zurückkommen zu meinen Wurzeln, also das Ballast abwerfen können. Ich sage immer, das Sprengen der Betonmauern, die ich aufgebaut habe, um wohlerzogen zu sein. Das Sprengen dieser Betonmauern bedingt und bedeutet dadurch ein Fließen der Lebendigkeit, die ich ja bin.
Und das ist ein sehr großer Schritt, aber auch ein sehr befreiender Schritt, endlich los zu sein, loszuwerden, all diesen Müll, den ich ansammle, diese Hindernisse, auch wenn sie noch so fest erscheinen sollen. Sie sind immer noch künstlich, sie sind immer noch schädlich, sie sind immer noch vergiftend, so wie mal Asbest eingesetzt wurde als Wohltat und es nicht sind, oder so wie Glyphosat eingesetzt wird und trotzdem eine Vergiftung, und wie viele andere Beispiele, die wir jetzt hier nennen könnten, die aber nicht notwendig sind. Es geht also bei unserer Thematik, so sehe ich das, wirklich um eine Rückführung auf die eigentlichen Fähigkeiten und Kompetenzen des Menschen und zuvörderst eine Rückbesinnung auf die Würde des Menschen. Das Thema Würde ist hier von zentraler Bedeutung. Mit Schule im hiesigen Gebrauch und Selbstverständnis ist die Würde des Menschen unvereinbar. Wie könnte eine Welt aussehen, indem wir das vereinen, eben dieses frei sich bilden, wieder zurück zu den Wurzeln kommen, den Ballast abgeworfen haben? Wie könnte man sich das vorstellen? Eine Vision. Ja, das Wort Vision ist da sehr treffend und da würde ich erstmal dazu nur kurz eine kleine Anmerkung machen. Ich danke, dass du den Begriff Vision und nicht Utopie gebracht hast, denn eine Utopie ist ja nicht machbar. Das Wesensmerkmal der Utopie, des Nichtortes, ist ja, dass es ja eben nicht realisierbar ist. Die Vision ist was anderes. Die Vision, die kommt ja aus mir heraus, aus meiner Seele, aus meinem Herzen, aus meinem Bauch, wie auch immer. Und die Vision ist ein Urbedürfnis. Das heißt, die Vision ist die Fähigkeit, unbotmäßig zu sein. Das heißt, die Wohlerzogenheit ad acta zu legen und tatsächlich sich zu bekennen zu der Lebendigkeit, zu den Impulsen meines Wesens, was also in mir ist. Und diese Vision ist ein ungemein potentes Vermögen. Wenn wir uns zu dieser Vision bekennen wollten und könnten, wäre das System schon längst ad acta gelegt. So, das vorab. Jetzt, wenn, wenn wir erkennen, zweierlei. Erstens, dass das System der Beschulung sozusagen ein historischer Irrtum war, dessen Sackgasse wir in vielerlei Hinsicht, aber auch gerade in Sachen Schulen, immer wieder feststellen können. Peter Gray würde hier von einem preußischen Experiment des 19. Jahrhunderts sprechen, von dem wir wissen, dass es gescheitert ist. Dann sollten wir, glaube ich, erkennen, dass es keinen Sinn hat, etwas, was gescheitert ist, fortzuführen. Und so zu tun, als könnten wir es reformieren, als könnten wir dafür etwas Besseres finden. Nein, jede Form von Beschulung, zumindest so wie der Begriff Schule gebraucht wird, wie er auch vom Staat verwendet wird, ist eine Verfremdung. Und das, worum es geht, ist also, aus dieser Verfremdung auszubrechen hinsichtlich der Möglichkeit der Selbstentfaltung. Was es letztlich bedeutet, da werde ich mich nicht lange dazu äußern wollen, weil ich der Meinung bin, dass ich nicht sagen kann, wie es für jeden Menschen ist. Und die Gefahr ist natürlich groß, wenn ich mich dazu äußere, dass dann dieses, was ich sage, zum Dogma erhoben würde, als wäre ich ein Guru und könnte sagen, wo es lang geht. Nein, nein, das kann ich nicht. Ich kann sagen, wo es rausgeht. Aber ich kann sicherlich nicht sagen und möchte auch nicht sagen, welche Visionen möglich sind. Es gibt solche und ich glaube, viele Menschen hegen in sich viele Visionen. Nun ist es ja so, ich glaube, dass wir Menschen gar nicht so unterschiedlich sind, sondern dass es, wenn wir uns zu dem Eigentlichen, zu dem Ursprünglichen unseres Wesens bekennen, wir dann schon auf einen gemeinsamen Nenner kommen. In der Vielfalt des frei sich Bildens gibt es aber trotzdem etwas Gemeinsames, das ist die Dynamik, diese Energie. Und es reicht, wenn dieser Energie Raum geboten oder gelassen wird. Mehr brauchen wir nicht. Lass uns diese Vielfalt hegen und pflegen. Sie ist ja ein ganz wunderbarer Faktor. Eine Anmerkung, aber trotzdem. Die Vielfalt bedeutet beispielsweise, dass jeder Mensch seine Art und Weise hat zu fühlen, zu denken,
sich mitzuteilen, zu sprechen. Aber wenn ich jetzt beim Sprechen bin, wenn jeder Mensch seine eigene Art hätte zu sprechen, gäbe es keine Kommunikation, keinen Dialog mehr. Das heißt, meine Art, meine Weise, mich sprachlich auszudrücken, schließt ja absolut nicht aus, dass es etwas Gemeinsames gibt, was wir kulturell die Sprache nennen. Und diese Sprache ist ein Schatz und ich habe überhaupt keinen Anlass, diese Sprache abzulehnen, mich ihr zu verweigern. Warum sollte ich auch? Das heißt, dass die Fähigkeit, eine Sprache zu entdecken, ich sage mal das Deutsche, aber ich könnte natürlich auch sagen, das Dänische, das Luxemburgische oder das Belgische oder sonst irgendeine andere Sprache, diese Fähigkeit steht nicht im Widerspruch zum Recht des Menschen, frei sich zu bilden. Ganz im Gegenteil, diese Sprache ist ja geradezu ein unterstützender Faktor dieser Fähigkeit. Also wir sollten da keinen Widerspruch schaffen und vor allem nicht glauben, dass Freiheit Anarchie im Sinne von jeder macht nach seiner Art und es gibt nichts Gemeinsames. Im Gegenteil, es gibt viel Gemeinsamkeiten und die sollten wir auch erkennen, anerkennen und pflegen. Die sind Bestandteil meiner Selbstbestimmtheit. Das soweit also zu der Möglichkeit der Vision. Nun muss ich natürlich noch hinzufügen, die Verwirklichung der Vision setzt natürlich voraus das Sprengen der Hindernisse. Also zum Beispiel der schulischen Vorgaben, die ein Hindernis sind. Also die irre Vorstellung, dass ein Mensch, weil er 6 oder 7 Jahre alt ist, nun auf einmal verschult werden sollte. Die irre Vorstellung, dass ein Mensch deshalb in eine Schule gehen soll, dass er in einer Klasse ist, dass er da von einem Lehrer nach einem bestimmten oder einer Lehrerin mit einem bestimmten von außen festgelegten Programm unterrichtet. Der Begriff ist so, dass er also im wörtlichen Sinne geschickt wird. Man schickt ja sonst ein Paket, aber wir schicken ja unsere Töchter und Söhne in die Schule. Das hat doch eine Bedeutung. Die Tatsache, dass es da einen bestimmten von außen festgelegten Stundenplan gibt, der vorgibt, dass wir um 7:30 Uhr Mathe und um 9 Uhr Physik und um 11 Uhr Singen oder Musik oder Kunst haben sollen. Das sind irre Vorstellungen. Das kommt aus der preußischen Militärvorstellung, eine Eingrenzung, eine Einordnung, also wirklich wie im Militär. Die Menschen sollten entsprechend militarisiert werden. Und von daher haben wir noch diese Forschung. Wir wissen von Neurowissenschaftlern, wir wissen von Biologen, wir wissen von Chronobiologen, die sich mit der Zeit beschäftigen und von anderen, auch von Soziologen und von Psychologen. Wir wissen um die Unsinnigkeit dieses Systems und trotzdem besteht das System weiter, als ob es hier zwei Welten gäbe. Und das ist natürlich ein Drama. Und die Frage ist jetzt nicht, wie behindern wir oder wie verhindern wir, dass andere Menschen versaubeutelt werden. Das ist zwar ein Drama, was ich jetzt feststelle, was ich aber nicht unterbinden kann. Die Frage, der ich mich stelle, ist eine andere. Es gibt Menschen, junge Menschen, betroffene Menschen, die ganz eindeutig Nein sagen, die ganz eindeutig zum Ausdruck bringen, dass sie sich ähm, dieser Verfremdung ihres Wesens widersetzen, die sich also mit Bedacht anderem widmen wollen als dem, was ihnen in der Schule vorgemacht werden. Und die Frage ist, sollen diese Menschen auf dem Altar dieser obsoleten Ideologien geopfert werden? Oder gibt es da tatsächlich Möglichkeiten für diese Menschen, aus dieser obsoleten Ideologie auszubrechen und zu sagen, hallo mal, stopp mit mir nicht. Und wenn mehr solcher Menschen, besonders solch junger Menschen, Nein sagen und konkret etwas anderes erfahren, desto größer wird die Chance sein, dass wir da mit einer schlechten Tradition, mit einer Sackgasse brechen und endlich in etwas Positiveres geraten. Viele Menschen leben ja auch schon diese Vision eben von dem frei sich bilden. Und das ist
sehr spannend, das zu beobachten, wie eben besonders unter jungen Menschen das einfach so stattfinden kann, wenn es zugelassen wird, wenn eben der Raum, wie du sagst, geschaffen wird. Was braucht es, denkst du, dass mehr Menschen diese Vision leben können? Oder das Gefühl haben, dass genau, das steht mir zu, einfach dieses Bewusstsein haben, was das bedeutet. Das ist eine Frage, auf die ich leider keine Antwort habe, weil ich sie mir seit Jahrzehnten auch stelle. Ich weiß nicht, was es braucht. Es braucht eine Portion Widerstandsgeist, es braucht eine Portion Ungehörigkeit, ein Erkennen der Sackgasse der Wohlerzogenheit. Es ist zweifellos so, dass die Sackgasse des Systems für viele Menschen Anlass ist, zu erahnen, dass es wichtig sein wird, andere Wege zu gehen. Und, und es braucht auch oder es bedarf auch ähm, der Menschen, die etwas anderes mitteilen als die übliche Botschaft. Und zu diesen Menschen gehöre ich beispielsweise. Und ich habe in letzter Zeit bei verschiedenen Formaten mitgewirkt, eben um zu hoffen, dass es dann ähm, möglich ist, da und dort einzelne Menschen, ich sage einfach mal, zu erreichen, zu sensibilisieren für diese Fragestellung. Und die Reaktion, die ich geerntet habe, waren sehr positiv dahingehend, dass viele Menschen mir signalisiert haben, interessiert zu sein oder neugierig zu sein. Das ist schon mal besser als das, was vor Jahren war, als solche Menschen wie ich einfach zu Spinnern gemacht wurden. Das ist mir in letzter Zeit nicht mehr widerfahren. Ich werde nicht mehr als Spinner tituliert, äh, vielleicht als Visionär, das ist ja eine Ehre, da freue ich mich darüber. Aber selbst von offizieller Seite erfahre ich nicht mehr diese grundsätzliche Ablehnung. Wahrscheinlich haben einige Menschen auch in den offiziellen Bereichen erkannt, dass ihr System nicht weiter funktioniert. Es kam vorhin die Frage der Vision auf. Und in Bezug auf die Vision möchte ich gerne auf zwei sehr unterschiedliche Punkte hinweisen, die mir wesentlich erscheinen. Der erste Punkt ist, frei sich bilden kann nicht, wie ich gerne sage, monokausal gesehen werden, also eine Ursache, eine Wirkung, als Ersatz für eine geteilte Lebenswelt, in der es die Schule gegeben hat, sondern frei sich bilden ist der Ausdruck des Lebens und dieses Leben findet ja auch nicht sektoriell statt. Also Menschen, die ohne zivilisatorische Wohlerzogenheit sein dürfen, erfahren viele Aspekte des Daseins, ohne diese einzuteilen. Währenddem wir in der Zivilisation alles in kleine Bereiche geteilt haben. Dann gibt es die Arbeit, dann gibt es die Medizin, dann gibt es den Verkehr, dann gibt es das Militär, dann gibt es den Konsum mit den Konsumtempeln, dann gibt es dies und jenes und so weiter. Und darunter natürlich auch die Schule. Wenn wir uns von dieser zivilisatorischen Ideologie oder zivilisatorischen Manipulation verabschieden wollen, wenn wir daraus ausbrechen wollen, müssen wir diese Einteilung, diese künstliche Einteilung aufbrechen. Und dann entdecken wir, dass das Leben in seiner Komplexität immer wieder neue Aspekte, neue Facetten aufweist. Und dann entdecken wir auch, dass das frei sich bilden als Ausdruck von Lebendigkeit unvereinbar ist mit anderen Aspekten dieser zivilisatorischen Ideologie. Ich bringe nur mal einen, der sehr zentral ist, nämlich die Arbeit. Für uns ist die Arbeit seit etwa 5 Jahrhunderten eine heilige Kuh, eine zentrale Kategorie der zivilisatorischen Ideologie. Und an Arbeit gebunden ist das Geld und an das Geld der Konsum und an den Konsum der Erfolg und das Prestige. Und das Ganze landet natürlich
in den Abfall, als Zeichen der Abfälligkeit, der erlittenen Abfälligkeit. So, wenn wir jetzt aus dem zivilisatorischen Kontext ausbrechen, müssten wir selbstverständlich auch einige dieser Aspekte in Frage stellen, die nicht in Bezug auf Schule sind, zum Beispiel eben die Arbeit, zum Beispiel den Verkehr, zum Beispiel die Medizin. Das heißt, hier findet eine viel größere Infragestellung statt als das, was wir normalerweise sehen. Also raus aus dieser Einteilung, aus dieser künstlichen Einteilung. Und wenn wir dieses tun, und jetzt komme ich nochmal auf das frei sich bilden zurück, wenn wir dieses tun, dann entdecken wir, dass eine aus meiner Sicht fundamentale Eigenschaft des Menschen, worin er sich auch von anderen Gattungen unterscheidet, die Muße ist. Nicht der Müßiggang, die Muße. Die Muße ist dieses Potenzial des Nichtstuns, des Seinlassen, des Wu-Wei, das Tun im Nichttun. Also der Fähigkeit, tatsächlich im Nichts die Quelle von irgendetwas, von etwas, nicht von dir, von etwas zu finden. Die Quelle des Lebendigen, des Kreativen. Das Kreative wurzelt geradezu in dem Nichts der Muße. Nun könnten wir ja noch lange über diese Muße reden, das ist nicht notwendig, aber ich wollte nur sagen, das Infragestellen, ich wiederhole es nur, das Infragestellen der traditionellen schulischen Ideologien hört nicht bei dem Ersatz auf, sondern schließt eine Vielzahl an anderen Aspekten, wie, ich wiederhole es, die Arbeit, das Geld, aber auch die Ehe oder die Familie oder andere Aspekte, die künstlich entstanden sind aufgrund der zivilisatorischen Ideologien. Das war der eine Punkt in Bezug auf die Vision, um das, was wir hier angesagt haben, einzubetten in einen größeren Kontext. Nur in der Vorstellung, um zu wissen, dass es nicht nur um das eine geht, sondern dass es tatsächlich dann von einer größeren Dimension ist. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist ein kleines Detail, das mir aber sehr zu Herzen liegt in Bezug auf die Vision. Ich habe jahrelang, jahrzehntelang publiziert, geschrieben. Also ich habe Vorträge gehalten, Seminare begleitet und so weiter und so fort. Und immer wieder stand ich vor der Fragestellung, kommen diese Worte an, egal in welcher Form. Ja, sie kommen an. Aber es gibt einige Menschen, die auf andere Medien reagieren und die sich dann dadurch animiert fühlen, sagen wir mal, mehr vom Bauch als vom Kopf her, sich motiviert zu sehen. Und das war dann der Anlass für mich, einen Film zu initiieren, einen Spielfilm, der die Vision eines Lebens jenseits der Schule, eines Lebens von frei sich bildenden Menschen darstellen soll. Das Wort darstellen ist vielleicht etwas zu viel, sondern vorstellen soll. Also eine Vision. Und dieser Film, der eine 5-jährige Vorbereitungszeit benötigt hat, kam dann letztes Jahr heraus unter dem Titel Karaba Leben ohne Schule. Und es ist sozusagen der erste Spielfilm, der ein Leben ohne Schule darstellen oder vorstellen möchte, als Anregung zum Dialog, als Anregung zur emotionalen Bewegtheit. Das ist zwar doppelt gemoppelt, weil emotional ist ja schon bewegt, aber ich sage es trotzdem, zur emotionalen Bewegtheit, um daraus einen Prozess zu initiieren. Zumindest habe ich das immer wieder so erfahren in den Aufführungen folgenden Dialogen, da wo ich dabei war, dass Menschen also sich veranlasst sahen, tatsächlich es wirken zu lassen auf sich, welche Gestaltung möchten wir unsere Lebendigkeit geben. Und auf diesen Spielfilm Karaba wollte ich also besonders hinweisen, zumal es ihn ja als DVD, aber auch als Livestream gibt, sodass also Menschen auch in fernen Ländern ihn sich angucken können. Ich hatte kürzlich, so wie wir heute einen Dialog führen, einen Dialog mit Südamerika
wo es also da Menschen sehr berührt hat und sie sich veranlasst sahen, mit mir in Kontakt zu treten, um eben diese initiierte Bewegtheit in Kahaba im Dialog mit mir dann zu intensivieren und zu vertiefen. Das war mir wichtig, das zu sagen, weil es schon so ist, dass es zum Tag der Bildungsfreiheit nicht nur Festreden von irgendwelchen offiziellen Leuten gibt, sondern dass es darüber hinaus auch die Möglichkeit gibt, sich zu informieren, was es konkret bedeuten könnte, sich zu informieren, beispielsweise über Publikationen, über Bücher, über Zeitschriften und so weiter. Und natürlich über dieses Video und ähnliche, die es gibt. Und dass es selbstverständlich auch die Möglichkeit gibt, beispielsweise diesen wunderbaren Spielfilm Karaba, Leben ohne Schule, für sich zu visionieren oder aber noch besser eine Veranstaltung zu organisieren, wo der Film gezeigt wird in einem schönen Kinosaal mit einem folgenden Dialog, bei dem ich beispielsweise oder jemand anderes sein könnte, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen.